Washington in New Hampshire bildete in den späten 1840er Jahren ein Fundament des Sabbatharismus, da Cyrus und William Farnsworth, Frederick Wheeler und T.M. Preble alle in der Nähe lebten. In den 1860er Jahren jedoch begann ein geistlicher Niedergang. D.M. Canright und J.N. Andrews hatten in dieser Gegend mit begrenztem Erfolg gearbeitet und 1867 wurde die Kirche geschlossen. Frederick Wheeler war nach New York gezogen. Es herrschte ein Geist des Urteilens und der Bitterkeit, sowie ein allgemeiner Verfall, der unter den Mitgliedern eingesetzt hatte. Im Jahr 1867 kamen Ellen und James White in die Gegend, um eine Erweckungsevangelisation durchzuführen und wohnten währenddessen bei Cyrus Farnsworth. Innerhalb mehrerer Tage hielten sie 9 Sitzungen ab. Sie hatten aber wenig Erfolg. Es war eine schwere Arbeit. Eine der Erfolgsgeschichten jedoch war die erneute Bekehrung von Rochester Ball. Er war ein erbitterter Gegner von Ellen White geworden. Er hatte einen kratzbürstigen Charakter und neigte zu kritischen Kommentaren. Aber Ellen appellierte treu und zärtlich an ihn und er kehrte in die Herde zurück. Eine andere Stütze der Gemeinde war William Farnsworth, aber er hatte vor kurzem unentdeckt von den anderen wieder begonnen, Tabak zu kauen. Bis auf seinen Sohn Eugene wusste niemand von seinen Freunden und von seiner Familie von dieser Veränderung. Eugene hatte gesehen, wie sein Vater im Schnee spuckte, als sie draußen im Wald waren und es mit seinem Fuß bedeckte, aber er hat es niemandem erzählt und behielt es für sich selbst. Eugene war ein Teenager und nachdem ihn J.N. Andrews vor etwa einem Jahr besucht hatte, begann er den Sinn seines Lebens in Frage zu stellen. Von Ellen Whites prophetischer Gabe war er jedoch nicht überzeugt. Aber jetzt, wo sie in der Stadt war, bot sich die perfekte Gelegenheit, um diese zu testen. Wenn Ellen White wirklich eine Prophetin war, dann würde sie von der Tabakgewohnheit seines Vaters erfahren, obwohl außer ihm niemand davon wusste. Als sie zu den Anwesenden einige Worte der Zurechtweisung, aber auch der Ermutigung sprach, drehte sie sich um und sah William Farnsworth an und sprach deutlich seinen Konsum von Schweinefleisch und Tabak an, obwohl er wie ein treuer Verfechter des Glaubens wirkte. Sie sagte, er sei ein großes Hindernis für die Arbeit in New Hampshire. Er bereute seine Sünde öffentlich und bekehrte sich. Bei diesen Treffen übergaben 18 junge Menschen ihr Leben Jesus. 9 von ihnen wurden Vollzeitarbeiter für die Kirche, unter ihnen auch Eugene Farnsworth. Somit stellten die Versammlungen an Weihnachten 1867 einen bedeutenden Wendepunkt in dieser Gegend und im Leben der Anwesenden dar. Diese Geschichte zeigt auch die kraftvolle Wirkung der prophetischen Gabe. Und obwohl sie oft für weitreichende Botschaften verwendet wurde, sprach sie auch die individuellen Bedürfnisse und Probleme der Menschen an. William Farnsworth mit seiner geheimen und privaten Sünde war ein Stolperstein für den Fortschritt der Arbeit in der Stadt und ein Hindernis für mindestens einen der jungen Männer, sein ganzes Leben Gott zu weihen. Vielleicht haben Sie mit einer geheimen oder privaten Sünde zu kämpfen, von der sonst niemand weiß. Übergeben Sie sie Gott. Widmen Sie ihm Ihr Leben und erlauben Sie seiner Kraft, in Ihrem Leben zu herrschen.